Hallo und moin aus Hamburg. Es ist ein sonniger Herbsttag und ich bin auf dem Weg, mir ein völlig überteuertes Großprojekt anzusehen. Nein, nicht die Elbphilharmonie, ein Großprojekt so ambitioniert, dass die Hansestadt Hamburg fast ein Jahresetat investierte und dessen Scheitern die Stadt beinahe finanziell ruiniert hätte. Dieses hier. Dies ist Sülfeld in Schleswig-Holstein. Aufmerksame ZuschauerInnen mögen anmerken, dass dies nicht in Hamburg ist, und da haben sie recht. Was soll ich sagen? Wenn man als Stadt so richtig ein Großprojekt versemmeln möchte, dann lieber etwas außerhalb. Und der Alster-Beste-Kanal ist so etwas wie das Urprojekt der versemmelten Großprojekte. Heute führt ein Wanderweg ziemlich genau die Route des Kanals entlang. Zeit für einen kleinen Spaziergang. Der Transport von Gütern ist im Mittelalter zeitaufwendig, beschwerlich, gefährlich und deswegen vor allem eins: kostspielig. Städte, deren Handel insbesondere auf dem Import und Export von Waren beruhen, sind daher interessiert, diese Prozesse zu optimieren. Hamburg und Lübeck sind zwei solche Städte. Um den Handel zwischen den beiden Städten einfacher zu gestalten, plant Hamburg einen Kanal, der beide Städte verbinden soll. Transport auf dem Schiff ist zwar langsamer als über Land, aber Schiffe können größere Lasten tragen und deswegen ist es dennoch effizienter. Und Anfang des 15. Jahrhunderts ist man erneut hoffnungsvoll, dass ein solcher Kanal gebaut werden kann. Denn Lübeck hat es gerade geschafft. Lübeck hat den Stecknitzkanal gebaut. Bis Ende des 14. Jahrhunderts wurde Salz aus Lüneburg ab Lauenburg beschwerlich auf dem Landweg nach Lübeck transportiert. Auch dies war für die Hansestadt Lübeck bereits unglaublich profitabel. So entschied sie sich 1390, auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen politischen und wirtschaftlichen Macht im Ostseeraum, die Flüsse Stecknitz und Delvenau schiffbar zu machen und einen Kanal zu graben, um beide Flüsse zu verbinden. Am 24. Juni 1390 schlossen die Stadt Lübeck und Herzog Erich IV. Von Sachsen-Lauenburg die notwendigen Verträge und Lübeck begann mit dem Bau. Obwohl die Arbeiten fast vollständig auf dem Gebiet des Herzogtums stattfanden, übernahm Lübeck die Kosten. Dafür wurde Lübeck garantiert, die ersten 17 Jahre alle Profite, zum Beispiel durch Zölle, zu erhalten. Um die beiden Flüsse zu verbinden, musste ein ca. 12 Kilometer langer Graben etwas südlich von Mölln geschaffen werden. Mit diesem Graben entstand der erste Kanal, der die Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee überwand, also zwischen einem Flusssystem, dessen Wasser in die Nordsee gelangt, dem der Elbe, und einem Flusssystem, dessen Wasser in die Ostsee gelangt, dem der Trave. 1398 ist der Kanal fertiggestellt und die Kassen in Lübeck klingeln, als die ersten Schiffe von Lauenburg, beladen mit Lüneburger Salz, die Salzspeicher befüllen. Mit dem Stecknitzkanal wurde Lübeck zum de facto Monopolisten beim Salzhandel im Ostseeraum und untergrub die Bestrebungen von Hamburg und Wismar, in den lukrativen Handel einzusteigen. Aber in der Hansestadt an der Alster hatte man gut aufgepasst. Bisher wurden Güter zwischen Hamburg und Lübeck beschwerlich auf dem Landweg durch Stormarn gebracht. Doch ein Blick auf die Landkarte offenbarte eine scheinbar vergleichbare Gelegenheit, dies zu ändern. Das hier ist der nördliche Arm der Beste bei Sülfeld. Von hier fließt das Wasser in Bad Oldesloe in die Trave und dann nach Lübeck. Um also Lübeck und Hamburg zu verbinden, galt es, eine Verbindung zu dem etwa 8 Kilometer südwestlich liegenden Gut Stegen zu graben. Für den Stecknitzkanal hatte man sogar 12 Kilometer überwinden müssen. Insofern erschien es wie eine machbare Aufgabe. 1448 einigen sich Hamburg und Graf Adolf I. von Holstein auf den Bau des Kanals auf Hamburgs Kosten und die Bauarbeiten begannen. Schnell aber zeigte sich das erste Problem. Das Gebiet zwischen Stegen und Sülfeld ist ein Moor. Immer wieder sackten die Uferbefestigungen ein. Die Bauarbeiten erwiesen sich als schwieriger und teurer als erwartet. In Hamburg war man aber nicht bereit, auf das Prestigeprojekt zu verzichten. Die Kosten stiegen, verschlungen einen immer größeren Anteil des Budgets der Stadt. Ein zweites Problem war die Topographie der Route. Auch Sülfeld liegt auf der Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee, welche bereits der Stecknitzkanal überwinden musste. Befand sich allerdings das zu verbindende Stück bei Mölln auf einem relativ ebenen eiszeitlichen Höhenrücken, so ist es bei Sülfeld
deutlich hügeliger. Von der Alster bis nach Sülfeld muss der Kanal auf 7 Kilometer 8 Meter steigen, dann in nur wenigen 100 Metern bis zur Norderbeste 9 Meter fallen. Ohne moderne Schiffshebewerke war dies lediglich mit Hilfe von zahlreichen Schleusen möglich, die alle gebaut und danach gepflegt werden mussten. 1452 musste Hamburg die Bauarbeiten aus finanziellen Gründen einstellen. Einige Schleusen, Kanalabschnitte und Brücken waren zwar gebaut worden, konnten aber nicht genutzt werden und verfielen in den Folgejahren. Hamburg aber gibt den Plan nicht so leicht auf. 1524 regiert ein neuer König, Friedrich I. von Dänemark, das Gebiet nördlich von Hamburg. Und zusammen mit ihm und der Hansestadt Lübeck möchte man es nochmal versuchen. Diesmal sollen sich die beiden Hansestädte die Kosten aufteilen. Die Probleme sind die alten. Das Moor macht die Arbeiten schwierig und aufgrund der Höhenunterschiede sind viele Schleusen notwendig. Außerdem müssen sich die Bauherren mit verschiedenen Regionalfürsten entlang der Trasse herumschlagen, welche zwar langfristig von dem Infrastrukturprojekt profitieren würden, jetzt aber, wahrscheinlich in Hoffnung auf Zugeständnisse und finanzielle Entschädigung, erst einmal protestieren. Die Regionalfürsten werden reichlich beschenkt, ihnen werden sogar private Brücken über den Kanal versprochen. Trotzdem sabotieren sie das Projekt in den nächsten Jahren immer wieder. Zudem klagt Herzog Magnus I. von Sachsen-Lauenburg am Reichskammergericht des Heiligen Römischen Reiches gegen das Projekt. Er befürchtet, dass bei Fertigstellung weniger Ware die Elbe aufwärts von Hamburg nach Lauenburg kommt, um über den Stecknitzkanal nach Lübeck transportiert zu werden. Und er deswegen weniger Zolleinnahmen hat. Hamburg versucht also vor Gericht zu beweisen, dass der Herzog nicht klagen kann und legt eine Karte vor, die zeigt, dass kein Teil des Projekts auf dem Land des Herzogtums verläuft. Diese Karte ist heute die älteste erhaltene Karte von Schleswig-Holstein. Im August 1529 wurde, trotz allem, der Kanal fertiggestellt. Er war nur wenige Meter breit und dürfte an einigen Stellen kaum 1 Meter tief gewesen sein. Die Sabotage durch die Gutsherren ging aber weiter. Baumstämme wurden über den Kanal geworfen, Bewaffnete verhinderten, dass sie entfernt wurden. Wohl auch wegen dieser Gefahren blieb der Kanal vermutlich wenig genutzt. 1549 wird in Neritz der Schleusenwärter erschlagen. Kurz darauf wurde der Kanal an verschiedenen Stellen zugeschüttet. Nach 20 Jahren Betrieb verfiel der Alster-Beste-Kanal zum zweiten und letzten Mal. Die Idee des Kanals kam in den folgenden Jahrhunderten gelegentlich wieder auf. Spätestens mit dem Einzug des Güterverkehrs auf der Schiene und dem Ausbau des Stecknitzkanals zum Elbe-Lübeck-Kanal aber erledigte sich das Thema. 1873 ließ Hamburg ein Gutachten aufgeben, um ein letztes Mal zu prüfen, ob ein solcher Kanal gebaut werden sollte. Es blieb beim Gutachten. Heute sind die wenigen Stellen, an welchen das Flussbett noch zu erkennen ist, als archäologisches Denkmal geschützt. Wer dieses mittelalterliche Überbleibsel gescheiterter Bauprojekte besichtigen möchte, kann dies sehr einfach tun. Entlang der ehemaligen Treidelgasse zwischen Sülfeld und Stegen liegt heute ein 8 Kilometer langer Wanderweg. Wer ihn gehen will, nimmt am besten einen Bus aus Bad Oldesloe nach Neritz, Sülfeld oder Borstel. Wer lieber von Hamburg aus starten möchte, kann auch dort an der Alster entlang gehen und einige der bis heute erhaltenen Schleusen ansehen. Viel Spaß beim Wandern, danke fürs Zuschauen, bis nächstes Mal. Es gedauert, 7 Milliarden Mark hat es gekostet, bis die Turbinen des teuersten Kraftwerks der Welt. Aber Widerstand durch Trassengegner und auch die Politik hat die Projekte verzögert. Erst 2035 fertig sein, also 7 Jahre später. Gesamtkosten statt 3,8 ganze 7 Milliarden Euro. Baustopp beim Elbtower.